Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Face Restoration. Damit habe ich mich die letzten Tage mal ein bisschen beschäftigt und wollte da mal ein bisschen Struktur reinkriegen, weil ich habe es hier und da mal selber benutzt und in verschiedenen Bereichen eines Workflows, mal vor dem Upscaling, mal nach dem Upscaling und mit verschiedenen Techniken. Und ich dachte mir jetzt, versuch doch da mal irgendwie auch mal ein bisschen Hand reinzukriegen und das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu gestalten oder mal zu gucken, was ist denn so der beste Ablauf dafür. Und ich habe jetzt diesen Workflow hier gebaut und nachdem ich dann ein bisschen rumprobiert und rumgetestet habe, stechen für mich jedoch deutlich die Favoriten raus. Also man kann hier ein Ranking machen. Ich kann jetzt schon sagen, am besten ist der Face Detailer aus dem Impact Pack und es gibt dann noch den Codeformer und den GFP Gun. Das sind auch Face Restorations. Das sind ein bisschen ältere Techniken, die funktionieren noch. Das waren so die ersten Face Restoration Modelle, die rauskamen, haben aber auch Negativaspekte, zum Beispiel, dass die Gesichter immer sehr glatt und so wirken. Naja, ich habe jetzt mal diesen Workflow hier gebaut und den werde ich gleich auch noch ein bisschen erklären. Allerdings, wenn ihr euch diesen Workflow runterladet, werdet ihr im Vorfeld ein bisschen was installieren müssen. Und zwar, das könnt ihr bequem über den ComfyUI Manager machen. Einmal unter Install Custom Nodes. Einmal brauchen wir das Impact Pack hier, ComfyUI Impact Pack. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Da schauen wir uns nämlich jetzt die Face Detailer Node an hier in dem Video. Und wenn man hier oben mal nach Face sucht, gibt es hier unten noch die Face Restore CF Codeformer. Und die werden wir auch brauchen. Ich klicke da mal auf den Link. Das ist die GitHub-Seite dazu. Ihr könnt es natürlich auch mit Git Clone installieren. Ne? Schaut doch gerne meine anderen Videos zum Thema Custom Nodes. Da habe ich das erklärt. Das ist eine etwas ältere Technik. Man kann sie aber in ComfyUI trotzdem verwenden. Und hier ist auch ein Beispiel mit Tom Hanks angegeben aus Forrest Gump. Das ist ein verpixeltes Bild. Und hier sehen wir die Möglichkeiten. Also hier haben wir erstmal das Codeformer Model und hier oben sehen wir die Face Detection Retina Face ResNet 50. Das ist die Technik, um das Gesicht zu erfassen und dann mit dem Codeformer zu bearbeiten. Und nachdem ich das gesehen habe, man sieht hier schon mit einer Stärke von 0, gibt es schon Unterschiede. Es sieht ein bisschen unpassend für den Rest aus des Bildes. Stärke 0,5, das ist auch der Default dieser Node. Macht das beste Ergebnis und Stärke 1 finde ich ist schon zu krass irgendwie. Ja, sieht aus wie versucht und nicht hinbekommen. Deswegen gehen wir in dem Beispiel mit 0,5 hier rein in diesem Video. Gut, das solltet ihr euch dann installieren, dieses Face Restore Codeformer. Und ihr werdet noch andere Dinge brauchen. Und zwar die Models dafür. Da müsst ihr mal gucken, was ihr schon drauf habt, weil viele Models kommen auch schon mit bestimmten Custom Nodes an. Schaut mal hier rein, Install Models, und wenn ihr hier nach Face sucht, da seht ihr die ich installiert habe. Und zwar sind das die Ultralytics Face YOLO Dinger hier. Hier steht aber auch immer bei, das wird benötigt für den Ultralytics Detector Provider vom Impact Pack. Oh, da geht mein Handy. Das mache ich mir eben auf lautlos. So. Die habe ich installiert. Und hier noch den GFP Gun in der Version 1.4. Hier steht aber auch bei, dass die für diese Codeformer Nodes gebraucht werden. Also drückt hier einfach auf Install. An der Stelle müsst ihr auch nicht ComfyUI neu starten. Da reicht ein Refresh und dann habt ihr die in den entsprechenden Dropdowns zur Verfügung. Das sind ja nur Models und keine Custom Nodes, die vorher kompiliert werden müssen. Zum Workflow. Ich habe hier unten angefangen mit einer Basis. Also ich habe mal einfach die Billbox genommen. Dazu habe ich vor kurzem auch ein Video gemacht, weil wir hier super das Framing einstellen können. Und noch Camera Angels, dass wir mal sehen, aus welchen Perspektiven Gesichter irgendwie wie bearbeitet werden. Das Ganze habe ich, hier oben ist das kaputt gegangen, so ins Positive. Ich habe 2 Negatives gemacht.
Einfach nur der Bequemlichkeit halber. Das hier ist mehr für realistische Fotos gedacht und das hier mehr für Zeichenstile. Und dann kann ich während des Videos hier einfach mal das Negative wechseln. Genau. Epic Realism benutzen wir jetzt für den Anfang. Wir werden wahrscheinlich später auch nochmal das Model wechseln und nochmal gucken. Das Ganze geht hier in einen Sampler rein und dieses Bild, was dieser Sampler generiert, ist so ungefähr unsere Basis. Wir befinden uns hier im Workflow. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten hier an der Stelle. Einmal, wir machen eine Face Restoration aufgrund des ersten Bildes, was generiert wurde. Das habe ich Before Upscaling genannt. Oder wir machen eine Face Restoration After Upscaling. Aber bei dem Before habe ich das Bild rausgezogen. Es geht hier oben in eine Reroute rein. Und an der Stelle haben wir drei Varianten. Hier haben wir eine Detailer Pipe, die man später noch braucht. Hier oben sind die drei Varianten. So, wir haben hier erstmal eine Codeformer Variante und wir haben hier die GFP-Jan Variante. Jan. Ich weiß nie, wie ich diese Abkürzung aussprechen soll. Und zum Detekten nehmen wir immer das Retina Face ResNet 50. Hier könnt ihr auch noch wechseln. Es macht aber nicht viele Unterschiede. Wichtig ist hier die Technik, also einmal Codeformer oder der GFP. Und hier oben haben wir den Face Detailer vom Impact Pack. Hier habe ich nochmal ausgeben lassen die Maske, die wir machen wollen. Genau. So. Das Ganze geht weiter. Dann hier hinten in unseren blauen Kasten. Also wir sehen hier schon, ich habe diesen Kasten Before Upscaling genannt. Da gucken wir aber gleich mal rein, wenn wir einmal ein Bild gemacht haben. Das hier oben ist noch eine Ausnahmevariante. Da werde ich später noch zu sprechen kommen. Das war jetzt auf jeden Fall der Zweig mit der Face Restoration vor dem Upscaling. Und um eine Face Restoration nach einem Upscaling zu machen, brauchen wir natürlich erstmal ein Upscaling. Das habe ich hier gebaut. Ich berechne mir hier einmal die Bild, also die Größe, wie das Bild letztendlich haben soll. Wir skalieren hoch mit dem ArtStation 1000 auf vierfache Größe, skalieren dann auf die berechnete Seitenhöhe von 1440 Pixeln wieder runter, jagen das durch einen Upscaler. Ich habe die Upscaler übrigens hier nur mit 0,35 in der Denoise gesetzt, damit wir möglichst nah am Originalbild rankommen oder am Base-Bild, wie ich es hier genannt habe. Von da aus geht es weiter. Wir haben hier erstmal eine Variante, also das geht hier hinten in den After-Upscaling-Bereich rein. Und ich habe mir gedacht, ein Upscaling an sich ist ja auch schon eine Art Face Restoration, weil der Upscaler zeichnet das Gesicht ja auch nochmal neu. Deswegen habe ich das als eine Option mit hier in diesem Workflow drin gelassen. Und das finden wir dann hinten im After Upscaling auch wieder. Hier haben wir nochmal zwei diese Codeformer Nodes, wobei ich hier auch von hier oben die entsprechenden Loader genommen habe. Also einmal den Codeformer, einmal den GFP. Das geht hier runter. Oben ist der Codeformer, unten der GFP. Ich wollte die Models nicht nochmal zweimal laden. Was ist das hier? Das ist ein bisschen krude. So. Und wie auch oben haben wir hier unten eine Face Detailer Node. Ich habe die Face Detailer Node auch nicht weiter geändert. Ich habe das Model angepasst, so wie es auf den ursprünglichen Samplern ist. Ansonsten habe ich hier nichts geändert. Ich musste hier Force in Paint anmachen, weil er hier an der Stelle manchmal irgendwie Gesichter nicht erkannt hat. Das habe ich in der Node oben nicht. Müssen wir mal gucken, ob es notwendig wird. Hier ist Force in Paint disabled. Ja, ich weiß auch nicht warum. Irgendwann hat er hier unten gesagt, er erkennt kein Gesicht, beziehungsweise hat dann hier keine Maske ausgespuckt und so weiter. Gut, ich würde sagen, wir lassen mal ein Bild generieren. Als Prompt habe ich prinzipiell a Street Artist, Street Art Graffiti Colorful genommen. Negatives sind für Realfotografie Bad Dream und Unrealistic Dream. Natürlich unsere Klassiker hier in Stichworten. Und für mehr zeichnungsbedingte Bilder habe ich das Easy Negative genommen. Einmal kurz gucken. Wir fangen an mit einem Headshot. Das ist richtig. Camera Angel haben wir
nicht gesetzt. Das lassen wir mal alles ComfyUI selber entscheiden. Hier unten sehen wir immer dann, hier ist zum Beispiel das Headshot mit eingebaut. Genau. Achso, vielen lieben Dank für den Tipp in den Kommentaren, um fragwürdige Bilder für YouTube-Kommentare, für YouTube-Videos hier zu vermeiden. Wurde mir empfohlen, ich sollte noch Dressed und Clothes extra ins Positive eintragen. Habe ich gemacht, funktioniert auch wunderbar. Ich hoffe, es gibt keine Ausreißer. So, wir lassen es einmal laufen und schauen mal, was passiert. Ich setze den Seed noch einmal hoch, der ist hier nämlich auf Fixed. So. Es rattert los. Wir können uns einmal kurz angucken, was für ein Bild wir bekommen. Ja. Das ist schon gut. Das Model ist natürlich darauf trainiert, sehr gute Fotografien zu machen. Deswegen werden wir wahrscheinlich im Laufe des Videos auch nochmal das Model switchen. So, hier hinten sehen wir schon, hier kommen unsere Bilder an. Wir gucken mal eben in den Before-Upscaling-Bereich. So, während der da unten rattert, können wir das locker mal machen hier. Wir haben hier unser Base-Bild. Das ist das Bild, was der erste Sampler ausgespuckt hat. Dann haben wir hier die Bearbeitung mit Codeformer fürs Gesicht. Hier haben wir die Bearbeitung mit GFP fürs Gesicht. Und hier haben wir die Bearbeitung mit dem Face Detailer fürs Gesicht. Und hier kann man schon ganz gut sehen, wir haben zwar eine sehr gute Ausgangsbasis, das versuche ich gleich auch nochmal richtig kaputt zu machen, dass wir mehr oder weniger eine schlechte Ausgangsbasis haben. Aber man kann hier schon ganz gut sehen, dass der Codeformer was gemacht hat im Vergleich zu unserem Base-Bild und das GFP auch. Was ich aber anfangs im Video gesagt habe, ist, das Problem ist, dass diese Gesichter immer sehr glatt gezogen werden. Also man kann hier an der Stelle Gesichter schon retten und deutlich verbessern. Allerdings sehen diese Bilder oder diese Gesichter immer sehr generisch aus und glatt gezogen. Man sieht hier auch, im Base-Bild haben wir ein paar Hautunreinheiten. Die, ja, teilweise nimmt er sie mit. Ich habe auch Beispiele gesehen. Vor allem der GFP zieht die dann extrem stark glatt hoch. Das wollte ich nicht. So, ja, gucken, dass ich hier ein bisschen rumziehen kann. Der Face Detailer an sich leistet schon hier eine ziemlich gute Arbeit, wie ich finde. Er hat das Gesicht natürlich geändert, ne, weil der Face Detailer ist technisch gesehen ein In-Painting auf eine Maske, die aufgrund des Gesichts erstellt wird. Aber er hat hier schon einiges rausgeholt. Schauen wir uns jetzt nochmal die Bearbeitungen nach dem Upscaling an. Diese Note habe ich blau gemacht, weil das tatsächlich auch noch unser Base-Bild ist. Also das ist, ja, habe ich ist ein bisschen dirty jetzt eingebaut wahrscheinlich. Aber ich wollte einfach, damit wir hier nochmal sehen können, wie ist unser Ursprungsbild. Das ist das nicht abskalierte nicht hochskalierte Ursprungsbild. So rum, langsam sprechen. Einfach als Referenz. Die anderen Bilder sind alle durch ein Upscaling gelaufen und wurden dann nachträglich nochmal mit den entsprechenden Face Restoration Nodes bearbeitet. Außer dieses hier. Das ist nämlich unser After Upscaling Base Bild. Das heißt, das ist, was ich eben sagte, wir haben hier einen Upscaler nur verwendet und der hat das Bild natürlich nochmal ein Stück weit neu berechnet. Wie gesagt, wir sind ja mit einer Denoise von 0,35 reingegangen, damit es sich zum Ursprungsbild nicht zu stark ändert. Aber man sieht schon, dass hier wesentlich mehr Details und so dazugekommen sind. Hier haben wir auch wieder beim Codeformer und beim GFP wieder diesen Effekt, dass die Bilder extrem glatt gezogen sind. Also wenn wir uns mal das oder nicht das Ursprungsbild, aber das nach dem Upscaling angucken, und das ist dann Upscaling und nochmal mit Codeformer bzw. GFP drüber, dann sieht man schon, dass das alles sehr weich gezeichnet aussieht. Hier haben wir noch deutlichere Gesichtszüge und hier ist alles sehr glatt gezogen. Das kann in ganz schlimmen Fällen helfen, aber um realistische Bilder zu kriegen, glaube ich, ist es nicht so gut. Hier unten haben wir nach dem Upscaling nochmal einen Face Detailer vom Impact Pack drüber gelaufen. Das ist
finde, hier hat er auch wieder sehr gute Arbeit geleistet. Es sieht halt alles sehr natürlich aus, sehr stark, auch also gut integriert. Die Hautunreinheiten sind nochmal hervorgehoben worden, was ein Bild natürlich wesentlich realistischer macht am Ende. Und das hier, das ist die Note, wo ich meinte, die ist ein bisschen ein Ausreißer. Und zwar, ich kann die auch mal auf Rot stellen. Hier habe ich es nämlich so gemacht, dass ich sagte, wir können den Weg mal zurückverfolgen. Das geht nämlich hier oben hin. Und hier habe ich so, hier unten ist unser Face Detailer, bevor wir ins Upscaling gehen. Das heißt, ich mache an der Stelle, erzeugen wir hier unten unser Base-Bild, gehen dann in einen Face Detailer rein, wo er hier interessanterweise, hier sieht man es auch gut, er hat das T-Shirt erkannt und nicht so das Gesicht, aber nichtsdestotrotz hat er hier in der Maske noch gesagt, okay, hier oben ist auch noch ein Gesicht, was ich bearbeiten muss. Also er hat aber auch das T-Shirt mit bearbeitet, aber das ist jetzt für den Fall egal. Und der Ausnahmefall ist, ich gehe hier, nachdem ich ein Face Detailing auf das Base-Bild gemacht habe, gehe ich danach nochmal in einen Upscaling-Sampler, der ebenfalls 0,35 Denoise hat. Und das ist diese Ausnahme-Note hier unten. Also im Prinzip haben wir bei dieser Note die Kette, wo ist die andere Face Detailer Note? Die hier. Hier ist die Kette, wir erzeugen uns ein Base-Bild, wir jagen das durch einen Upscaling-Prozess und jagen es anschließend nochmal durch eine Face Restoration bzw. den Face Detailer vom Impact Pack. Hier ist die Kette, wir haben ein Base-Bild, das jagen wir zuerst durch die Face Restoration vom Impact Pack und danach in einen Upscaler rein. Das ist eine andere Variante, die aber auch extrem gute Bilder erzeugt. Weil hier haben wir den Vorteil, das kann man hier, glaube ich, ganz gut so erkennen. Das sieht man, glaube ich, auch nur, wenn man es irgendwie weiß oder ahnt. Aber das Gesicht hier ist noch ziemlich hell. Das heißt, an sowas erkennt man oft, dass ein Face Detail nach oder als letzter Schritt in der Kette verwendet wurde. Hier, wo das Face Detail als Schritt in der Kette verwendet wurde, integriert sich das gesamte Gesicht wieder besser in das endgültige Bild. Aber im Prinzip, es ist beides sehr gut geworden. So, versuchen wir jetzt nochmal ein anderes Bild. Jetzt kriegen wir mal einen weiblichen Street Artist an der Stelle. Ich lasse das mal eben hier alles laufen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder durch. Mikro an? Ja, Mikro an, sehr gut. Okay, unser Base-Bild. Also wir sind hier im Before-Upscaling-Bereich. Das ist der blaue Bereich. Unser Ursprungsbild, auch natürlich wieder ein sehr gutes Foto geworden, schon von der Basis her. Nichtsdestotrotz sieht man hier deutlich, dass der Codeformer und der GFP alles wieder glatt gezogen haben, während der Face Detailer eigentlich an der Stelle schon ein bisschen zu viel von den Sommersprossen hinzugefügt hat. Wenn wir jetzt hier unten gucken, sehen wir das gleiche auch wieder. Hier sehen wir auch schon Unterschiede im Bild. Also hier ist das Base-Bild vorm Upscaling. Das hier sind die nach dem Upscaling. Sind alles schöne Gesichter, wobei hier an der Stelle Codeformer und GFP haben wieder ziemlich glatt gezogen. Ich würde sogar sagen, beziehungsweise ich kann sagen, dass von der Priorität her würde ich sagen, das Beste ist der Face Detailer, dann kommt der Codeformer, dann kommt der GFP. Weil der GFP zieht schon wirklich alles sehr glatt. So, hier unten haben wir dann nochmal den Vergleich, den Face Detailer als letzten Schritt in der Kette nach dem Upsampling und hier den Face Detailer vor dem Upsampling auf das Base-Bild angewandt. Auch beides sehr gute Ergebnisse, aber auch hier, was ich eben meinte, sieht man wieder, das Gesicht ist schon sehr hell. Es kommt mir da manchmal so vor, als würde er
den Rest des Bildes nicht mit berücksichtigen oder die Lichtverhältnisse. Ich finde es hier sogar noch ein Stückchen besser ins Bild wirklich integriert. So, jetzt können wir, weil diese Bilder sind ja schon wirklich, die erzeugen ja schon extrem gute Gesichter per se. Also sagen wir mal, wir wollen hier keinen Headshot haben. Wir nehmen den mal weg und wir sagen jetzt, das Framing ist ein Full Body. Und wir können dazu noch sogar mal sagen, wir wollen ein bisschen From Above Angel haben. Und jetzt lassen wir das nochmal rattern. Wir gucken uns mal eben an. Nein, das gefällt mir nicht. Ich gucke mal eben, dass ich ein gutes Ursprungsbild bekomme. Warum liegt sie da rum? Das weiß keiner. Geht es der Dame gut? Sollte man mal nachfragen. Nichtsdestotrotz, wir sehen hier, dadurch, dass das Gesicht weiter weg ist, wird es nicht so gut dargestellt. Und jetzt gucken wir mal, wie die ganzen Face Restoration Sachen damit zurechtkommen. So. Vor-Upscaling. Wie sieht es hier aus? Unser Basebild haben wir gesehen, ist ein bisschen verhunzt vom Gesicht her. Und hier sehen wir auch schon, warum Codeformer und GFP an der Stelle keinen Sinn machen. So, also man kann hier schon sehr gut sehen, dass Codeformer und GFP eigentlich gar nichts machen. Beziehungsweise sie machen was, aber es reicht nicht. Das sieht man daran, wenn man mal das Base-Bild öffnet und das Codeformer-Bild, dass sich hier am Gesicht schon etwas tut. Allerdings nicht genug, als dass wir damit arbeiten könnten. Die Face Detailer Note hingegen kommt auch schon mit diesem relativ kleinen Gesichtsausschnitt hier sehr gut zurecht. Also das sieht man, ne? Das sieht man, glaube ich, ganz gut, dass hier an der Stelle schon ordentlich was passiert ist. Hier unten nach dem Upscaling schauen wir nochmal rein. Natürlich hat der Upscaler an sich es auch geschafft, aufgrund der größeren Leinwand ein gutes Bild zu machen. Wobei hier an der Stelle sieht die Dame aber... Ich weiß nicht, ob es ihr gut geht. Hier sieht sie bewusstlos aus. Hier oben war sie wesentlich... Hier sieht sie glücklich aus. Unten, naja. So, auch hier hat der Codeformer und der GF-Pan natürlich nicht mehr viel machen müssen, weil das Gesicht durch das Upsampling schon wesentlich verbessert wurde. Man sieht hier aber auch eine ganz deutliche Aufhellung des Gesichts. Ne, der Codeformer ist hier wieder am Ende der Kette drin. Man sieht es hier, dass das Gesicht, wir zoomen mal ran, das ist unser reines Upscaling-Bild. Das ist das Gesicht nochmal mit Codeformer. Ich finde, es integriert sich auch nicht gut in den Rest des Bildes. Es ist wieder mal einfach viel zu stark glatt gezogen. Gut. Hier unten haben wir einmal nochmal den Vergleich zwischen das war der Face Detailer nach dem Upscaling. Hat an der Stelle eine gute Arbeit geleistet, wie ich finde. Sieht sehr schön aus. Der Face Detailer vor dem Upscaling hat nicht so gute Arbeit geleistet an der Stelle, wie ich finde. Hier würde ich sagen, oder klar dazu tendieren, dass der Face Detailer nach dem Upscaling besser geworden ist. Gut, wir gucken jetzt nochmal ein weiteres Bild an. Ich überlege gerade, wir machen es einfach mal. Sie liegt auch schon wieder. Können die nicht mal stehen? Standing in front of a wall. Die liegen da alle so faul rum, das kann doch nicht wahr sein. So. Ein bisschen aufgestanden hier. Auch hier aufgrund des kleinen Gesichtsausschnittes nicht viel passiert. Wir gehen hier hinten zurück. Ich warte mal wieder, bis alles durch ist. Da sind wir durch. Schauen wir nochmal hier eben kurz oben rein.
unser Base-Bild. Codeformer und GFP haben nicht viel gemacht. Hier hat es wieder wunderbar funktioniert mit dem Face Detailer. Und wir gucken mal hier unten rein. Unser reines Upscaling hat hier natürlich auch schon wieder gute Arbeit geleistet. Codeformer und GFP ziehen ein bisschen nach. Aber ich finde, oder? Ich weiß nicht, also ob das im Video auch so gut rauskommt. Aber hier sehe ich irgendwie schon den Effekt, dass es auch wirklich wie nachträglich draufgemalt aussieht. Also hier das Gesicht ist so extrem glatt, während hier so die Konturen schon ein bisschen mehr weich gezeichneter sind. Was ja durchaus an der Kamera und so liegen kann. Und hier haben wir nochmal, das ist ein krasser Unterschied an der Stelle. Hier haben wir nochmal den Face Detailer, der vor dem Upscaling, der nach dem Upscaling passiert ist, Entschuldigung. Und hier der Face Detailer, der vor dem Upscaling passiert ist. Und wir haben hier ein starkes Differential zwischen den Bildern. Differential, ist das richtig, was ich hier rede? Eine Differenz. Differential ist was anderes. Ja, Geschmackssache. Trotzdem beide Resultate sehr gut. Wobei ich hier auch wieder sagen muss, dass sich das Bild oder das Gesicht ein bisschen besser in den Rest integriert. Oder wirkt das jetzt nur so? Ich gucke mir gerade beide Bilder an. Geschmackssache würde ich sagen an der Stelle. Auf jeden Fall kann man wirklich sagen, der Face Detailer macht die beste Arbeit von allen. Ich werde jetzt nochmal auf ein Model wechseln und zwar ist das Simply Beautiful. Das ist eigentlich mehr dafür gedacht, richtig gute Hintergründe und so zu erstellen. Aber es hat, wie ich gemerkt habe, ein paar Probleme mit Gesichtern hier und da. Deswegen werden wir das auf jeden Fall mal nehmen. Ich wechsle das Negative, weil wir jetzt in ein mehr oder weniger Zeichnungsmodel wechseln. Und wir schauen mal, was das uns für ein Bild kredenzt an dieser Stelle. Ja, das machen wir nochmal. Andracid bitte. Mit Brille will ich jetzt gerade nicht. Gucken wir uns das mal an. Hier haben wir auch eine schöne andere Perspektive mal. Ein bisschen von der Seite fotografiert. Er hat eine Brille auf. Er ist seitlich, aber ne, das meine ich damit. Das Model macht schon irgendwie coole Hintergründe und Klamotten und so, aber vom Gesicht her ist es, ne, ist es immer mal ein bisschen fragwürdig. Die Dinger jagen los. Wir können aber derweil mal hier oben in unsere Codeformer Sachen reingucken, beziehungsweise ins Vorupscaling. Codeformer und GFP versagen an der Stelle wieder, machen nicht viel, außer es ein bisschen heller machen. Der Face Detailer hat eine ziemlich gute Arbeit geleistet hier. Wenn wir das mal vergleichen, von unserem Ursprungsbild nach hier rüber, das ist wirklich, hat er schon sehr gut gemacht. Ist pixelig, klar, wir sind ja noch im Vor-Upscale. Wenn wir mal ins Upscaling gucken, dann hat der Upscaler hier auch schon gut was gerettet. Codeformer und GFP. Bei GFP sieht man es schon wieder ganz deutlich, dass es irgendwie wie nachträglich draufgesetzt aussieht. Und hier unten unsere beiden Nodes. Face Restoration nach dem Upscaling und Face Restoration vor dem Upscaling. Ist auch wieder beides sehr gut geworden. Ich finde auch hier wieder der gleiche Effekt. Helleres Gesicht, ein bisschen dunkleres Gesicht. Ja. Wir gucken jetzt nochmal bei dem Motiv eben, wenn wir einen Headshot an der Stelle machen. Headshot hat er ignoriert jetzt hier. From above High Angel kann ja bleiben. Headshot scheint das Model nicht zu kennen. Dann gucken wir mal eben Close-Up on Face. Auch nicht. Was ist denn hier los? Ich
springen wir ein paar Seeds weiter. Es könnte sein, dass er mit dem From Above High Angel nicht zurechtkommt. Wir gehen mal auf Eye Level. Naja, nehmen wir das jetzt mal. Das ist modelbedingt offenbar. Kriegen wir da ein paar Problemchen gerade mit dem Model. So, unsere ersten Resultate sollten schon da sein. Hier hat der Face Detailer interessanterweise ein paar Farbkleckse hinzugefügt, was ja durchaus sein kann. Sind aber nicht im Originalbild. Beim restlichen, ja, ich würde sagen Codeformer und GFP ist eigentlich immer dasselbe Resultat. Es ist glatt gezogen und so. Okay, hier unten das Upscaling hat einen sehr guten Job gemacht. Codeformer und GFP kleben sich dann danach wieder drüber. Und hier haben wir nochmal den Vergleich zwischen ich vergesse das immer selber. Upscaling als Face Detailing als letzte Instanz und Face Detailing vor dem Upscaling. Würde ich auch wahrscheinlich eher wieder zum Form Upscaling tendieren. So, und zu guter Letzt machen wir jetzt nochmal einen Vergleich. Und zwar, wir nehmen nochmal das Epic Realism. Und ich werde nochmal versuchen. Ach, verdammt. Ich werde nochmal versuchen. Das, was ich jetzt eingebe, spielt in keinster Weise meine Meinung wider. Das muss ich mal sagen. Das ist alles so, wie das Model das interpretiert. Ich würde aber gerne mal sagen, ugly, misformed face. Und das ist absolut wertfrei. Ich möchte einfach nur, dass das Stable Diffusion sich mal selbst darum kümmert, was zu machen. Es könnte sein, dass ich noch... Was habe ich denn hier noch? Eye Level und Close-Up on Face. Ich nehme jetzt nochmal hier den Headshot, der hat ja gut funktioniert. Und hier möchte ich nochmal, nehmen wir mal einen From Below Angel. Das ist ja perspektivisch schon komplett Humbug. Was zum Teufel? Oh, das ist... Ja, das ist... Kann ich mir schon denken, was bei rauskommt. Was hat er, ein Fahrradhelm auf der Nase oder was? Och, Model. Jetzt mach mal hier... gib mir doch mal ein Beispiel irgendwie ein gutes. Ja, nee, sorry. Warum zum Teufel macht er Eye Level? Können wir hier mal sagen, wir wollen Instant Foto. Vielleicht wird es dann ein bisschen besser. Ich hätte gerne nochmal ein Porträt oder sowas. Na gut, das wird auch gehen. Hier hat er sich nicht sehr viel Mühe gegeben, ein Gesicht zu rendern. Wir schauen mal eben, was dabei rauskommt. So, Before Upscalings hat er schon fertig gemacht. Ja, unsere beiden Codeformer und GFP machen nicht sehr viel. Der Face Detailer hat eigentlich schon wieder sehr gute Arbeit geleistet an der Stelle. Und hier unten sehen wir mal, wir gucken uns mal das reine Upscaling an. Das hat irgendwie ziemlich viel Farbe reingeklatscht diesmal. Die anderen beiden klemmen sich da nur drüber. Und das sind auch wieder eindeutig die besten Resultate. Face Detailing nach dem Upscaling und Face Detailing davor. Eindeutig die besten Ergebnisse. Vor allem, wenn man sich nochmal unser Base-Bild dann anschaut, wo es absolut in die Hose gegangen ist. Ja, und so würde ich sagen, abschließend, ich nehme nochmal das Model hier, mal gucken, ob er da ein bisschen besser zurechtkommt. Abschließend würde ich sagen, Face Detailer ist auf jeden Fall immer das Tool zur Wahl. Herausfordernd. Gucken wir mal, was passiert. Wenn ihr Gesichter
verbessern wollt. Ihr könnt an der Stelle wahrscheinlich sagen, es ist mehr oder weniger egal, ob ihr es jetzt vor dem Upscaling-Prozess macht, was diese Note hier zeigt, oder nach dem Upscaling-Prozess. Das ist gehüpft wie gesprungen. Ihr kriegt ein bisschen andere Resultate, aber trotzdem gut. Und die anderen beiden würde ich nur empfehlen, wenn es mal schnell gehen soll, wenn es ressourcenschonend sein soll, weil die Face Detailer machen ja an der Stelle auch nur ein In-Painting auf den maskierten Bereich, dann allerdings mit dem Model selber. Und um so einen Face Detailer zu verwenden, ich habe mir jetzt hier oben so eine Detailer Pipe erstellt. Die Note kommt auch aus dem Impact Pack. Da könnt ihr alles reinhängen. Als SAM Model ist der SAM Loader aus dem Impact Pack. Den habe ich da genommen. Da könnt ihr auch nicht viel einstellen. Das könnt ihr so lassen. Und auch aus dem Impact Pack kommt der Ultralytics Detector Provider. Die brauchten wir auch schon im SAM Model. Die werdet ihr schon finden. Ansonsten macht es einfach so. Geht hin, sagt B-Box Detector, zieht das hier raus, drückt auf Search und dann findet ihr ihn hier schon. Das wird euch dann vorgeschlagen. So, das kommt in den B-Box Detector zurück. Und dann gucken wir uns nochmal eben an, was er hier gemacht hat. Hier oben würde ich einfach erwarten, ja, die haben es halt glatt gezogen. Das sieht man jetzt ganz gut hier wieder. Hier war es ein bisschen kruschelig, sieht aus wie trockene Farbe. Hier haben die Notes es glatt gezogen. Face Detailer haut wieder rein. Hier unten dasselbe. Und die besten Resultate haben wir wieder mit dem Face Detailer vor oder nach dem Upsampling. Gut, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich überlege noch mal kurz. Ich denke aber nicht. Ansonsten können wir uns auch in den Kommentaren darüber unterhalten. Oder auf dem Discord-Server, den ich heute auch am Tag, wo ich dieses Video hier aufnehme, live geschaltet habe. Genau. So, ich lasse nochmal einen rendern hier. Ja, es kommt aber nicht viel anders bei rum. Dann, wie gesagt, der Workflow lade ich euch hoch, könnt ihr runterladen. Installiert euch die fehlenden Nodes und die fehlenden Models und dann könnt ihr selber ein bisschen rum experimentieren und rumspielen, was ihr am besten findet. Meine Wahl ist eigentlich eindeutig der Face Detailer. Der rettet es in, ich würde locker sagen, 98% der Fälle. Und dann habt viel Spaß beim selber rum experimentieren. Bis zum nächsten Video. Macht es gut. Tschüss.